Herzlich willkommen bei Tanz im Herzaugenblick, die Lektionen von einem Kurs in Wundern. Wir sind heute bei der Wiederholungslektion Nummer 86 angelangt. Das ist die Wiederholung der Lektionen 71. Nur Gottes Heilsplan wird funktionieren. Und die Lektion 72. Groll hegen ist ein Angriff auf Gottes Heilsplan. Und bevor wir uns nun die getanzte Version ansehen, lese ich noch die Erläuterungen aus dem Kursbuch. Zur Lektion Nummer 71. Nur Gottes Heilsplan wird funktionieren. Es ist sinnlos, dass ich fieberhaft nach der Erlösung suche. Ich habe sie in vielen Menschen und in vielen Dingen gesehen, doch als ich danach griff, war sie nicht dort. Ich habe mich darin geirrt, wo sie ist. Ich habe mich darin geirrt, was sie ist. Ich will nicht länger umsonst danach suchen. Nur Gottes Heilsplan wird funktionieren. Und ich werde frohlocken, weil sein Plan nie misslingen kann. Und Gottes Plan ist, dass wir heil sind. So liest ihr diese Erläuterungen nochmals durch. Sie sind unten verlinkt, genauso wie die konkreten Anwendungsformen. Und spreche dies auch wirklich innerlich mit. Glaube, was hier geschrieben steht. Nur Gottes Heilsplan wird funktionieren und Gott möchte, dass wir heil sind, dass wir glücklich sind. In Freude, voller Liebe. So schauen wir uns nun gemeinsam das Originalvideo an und schauen, welche Geste dazu passt. Mit welcher Geste wir diese Lektion mit unserem Körper ausdrücken können und auch körperlich noch erleben. So schließen wir zu Beginn der getanzten Lektion die Augen und kommen gut in unseren Körper an. Wir nehmen einen tiefen Atemzug und sinken so richtig schön in unseren Körper. Und dann beginnen wir, ihn von der Hüfte her zu kreisen oder eine liegende Acht zu machen. Und spielen mit unserem Körper, tanzen mit ihm immer weiter. Gerne auch die Füße etwas breiter stellen für einen guten Stand. Und den Kopf mitnehmen. Und auch mit den Knien. Der ganze Körper darf sich so richtig fein genüsslich durchbewegen. Und dann werden wir schon wieder kleiner mit den Bewegungen. Bis sich nur noch ganz kleine Bewegungen zeigen, vor allem in der Hüfte. Und bis auch diese zur Ruhe kommen. Einmal kurz in den Körper spüren. Feuer und die Lebendigkeit von unserem Werkzeug hier
Atemzug ein und rollen dabei die Schultern hoch. Mit dem Einatmen hoch und mit dem Ausatmen hinten hinunter. Oh, und hier hat es gerade geknackst bei mir in den Schultern. Allen Ballast ablegen. Alles Schwere, was wir so auf unseren Schultern glauben, auf unseren Schultern tragen zu müssen, dürfen wir einfach ablegen. Noch einmal rollen und beim Atmen einatmen und ausatmen. Und dann gehe noch leicht in die Knie und stelle die Füße so hüftbreit hin, dass du fein hier stehst, einen guten Stand hast. Und dann mit dem nächsten Einatmen können wir die Augen öffnen. So starten wir gemeinsam unsere Navigation. Wir stellen uns vor, dass dies unsere Navigation ist, die Hände so. Und diese Navigation wird aus dem Herzen gespeist, aus der Quelle. Dann haben wir hier noch, mit den Daumen hier, haben wir noch die Antenne für unsere Navigation. Stets ausgerichtet auf Gott. Und so können wir durch unser Leben navigieren. Und wir können Gott fragen, was möchtest du, was ich tue? Wohin möchtest du, dass ich gehe? Was möchtest du, dass ich sage und zu wem? Und dann hören wir zu und vertrauen und lassen uns führen. Unsere göttliche Navigation hier vor dem Herzen. Und wann immer du heute eine Form von Groll hegst oder irgendeinen Ärger hast oder traurig bist oder wenn dir irgendwo etwas nicht passt, dann erinnere dich an diese Lektion und sage, Groll hegen ist das Gegenteil vom Heilsplan Gottes. Groll hegen kommt von außen. Ändere dich, mach du. Das ist das Gegenteil vom Heilsplan Gottes. Und dann zentriere dich. Frage Gott, höre ihm zu und lass dich navigieren. Nur Gottes Heilsplan wird funktionieren. Warum nicht ständig mit unserer göttlichen Navigation unterwegs sein? Also, ich bin enorm froh über diese Auffrischung dieser Lektion. Ab sofort wieder. Göttliche Navigation an, Antennen ausfahren und los geht's. So, kommen wir zur Wiederholung der Lektion 72. Groll hegen ist ein Angriff auf Gottes Heilsplan. Schauen wir, was dazu in den Erläuterungen steht und schließe deine Augen und spreche innerlich mit und fühle diese Worte. Dein Geist muss sie nicht verstehen, dein Herz wird sie verstehen. Du wirst es fühlen, die Wahrheit in dieser Aussage fühlen. Lausche. Lektion Nummer 72. Groll hegen ist ein Angriff auf Gottes Heilsplan.
Groll hegen ist ein Versuch zu beweisen, dass Gottes Heilsplan nicht gelingen wird. Doch nur sein Plan wird funktionieren. Durch Groll schließe ich daher meine einzige Hoffnung auf Erlösung aus meinem Bewusstsein aus. Ich möchte mir das, was zu meinem eigenen Besten ist, nicht mehr auf diese wahnsinnige Weise vereiteln. Ich möchte Gottes Heilsplan annehmen und glücklich sein. Ja, wie verrückt sind wir doch, wenn wir Groll hegen. Und wie viel wohler fühlen wir uns, wenn wir glücklich sind und mit unserem Glück alle anstecken und Gott in seinem Heilsplan unterstützen. So auch hier wieder Erläuterungen und konkrete Anwendungsformen unten verlinkt und lies es dir durch. Fühle diese frohe Botschaft. Und nun schauen wir uns das Originalvideo an und mitmachen. Fühle es in deinem Körper. Die heutige Tageslektion hatten wir schon den Groll. Das ist dieses verschränkte und beleidigte und dieses die ganze Welt und so Gesicht und die Arme hier verschränkt. Und dann stellen wir uns vor, Groll haben wir hier in den Händen haben wir diese Messer, unsere Angriffsgedanken. Das sind Messer, mit der wir in die Welt stechen und in Wirklichkeit uns selbst angreifen. Groll hegen ist ein Angriff auf Gottes Heilplan. Und hier rammen wir uns die Messer direkt ins Herz. Gottes Heilsplan wird angegriffen, wenn wir Groll hegen. Ja? Also, so machen wir die Tageslektion heute. Tanzen wir sie gemeinsam. Mein Groll. Wir machen uns so richtig Groll. Groll jetzt so. Und sagen. Und hier haben wir dann unsere Messer in diesem Groll, ja. So. Groll hegen, jetzt zücken wir die Messer, ist ein Angriff und wir kehren sie zu uns auf Gottes Heilsplan mitten ins Herz. So wollen wir uns heute nicht mehr angreifen. Wir lassen die Angriffsgedanken los und wir erinnern uns, wir sind das Licht. Und unser Körper hier, er ist ein Werkzeug, um unser Licht auszudrücken. Und damit, mit diesen Gedanken, endet auch der Groll und all unsere Angriffsgedanken. Und der Frieden kehrt zurück. Wir sind nicht unser Körper, wir haben einen Körper, um das Licht auszudrücken, um zu dienen, um miteinander, Hand in Hand, auf dieser Reise, auf diesem Tanz des Lichts zu sein. Und somit machen wir nochmals gemeinsam den Tanz zur Tageslektion heute. Groll hegen ist ein Angriff auf Gottes Heilsplan. Und dann kommt noch der Zusatz aus dieser Lektion dazu, in der Übung, dass wir diese Angriffsgedanken loslassen wollen und wieder Gottes Heilsplan akzeptieren und annehmen wollen.
viel Leichtigkeit und Freude im Leben jenseits dieses Körpers.